Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Modellbaukanal. Wir gehen jetzt in die heiße Phase über, was den Deutz C30 angeht. Wir haben beim letzten Mal die Räder aufgebaut und gehen jetzt in die letzten Züge über. Sprich, wir werden jetzt als nächstes dieses Teil 91 hier rauslösen und anbauen. Ich weiß nicht so genau, wofür das ist. Gehört aber natürlich dazu. Außerdem kommen dann diese Gestänge noch dazu. Ich glaube, das sieht so ein bisschen aus wie so Lenkgestänge. Und dann kommt weiter unten so Lenkrad und alles noch dazu. Und dann kommen wir nämlich auch schon zur letzten Seite. Ob wir die jetzt in dieser Folge noch angehen werden, weiß ich nicht, weil wir ja immer jetzt ein bisschen kürzere Folgen machen werden. Und schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Dementsprechend, wir lösen jetzt erst einmal das Teil 91 raus. Das war er hier. Und das machen wir mit dem Seitenschneider. Da haben wir genug Platz. Gut. Ich werde jetzt hier noch ein wenig das Material entfernen, was hier so ein bisschen über ist. Und ansonsten sieht das soweit recht sauber vergossen aus. Wir haben hier so ganz leicht Material überstehen, aber ich denke, das ist nicht so das große Problem. Sehr gut. War auch nur eine Kleinigkeit. Okay, dieses Teil hier soll jetzt von unten angebaut werden. Und zum Glück haben wir ja schon den Überrollbügel dran. Das heißt, wir können ihn schön auf den Kopf stellen. Das Teil hat hier ein Loch und hier ist ein dazugehöriger Pin und da kommt er jetzt einfach drauf, wenn er denn so ohne weiteres passt. Aber ja, das sieht gut aus. So, ein bisschen draufdrücken, dass er nicht wieder nachher abfällt. Weil ist ja nichts geklebt bei dem Modell. Okay, das war auch schon der Bauschritt 31. Dann würden wir jetzt im nächsten Schritt diese Gestänge hier rauslösen und dann dementsprechend anbringen. Die haben wir im Gussrahmen A. Und das ist einmal das Bauteil 33. Und dann bleibt nicht mehr viel über, muss dann hier dementsprechend er hier sein mit der 78. Wenn ich gucke, das passt. So, bei solchen Gestängen gehe ich am liebsten mit dem Skalpellmesser dran, weil die doch sehr dünn und sehr anfällig sind, was so Abknicken angeht. Und das wollen wir ja nicht, dass hier irgendwas abknickt, einreißt, abreißt, wie auch immer. Dementsprechend immer schön vorsichtig mit dem Messer. Lieber ein bisschen großzügiger und dann im Nachgang nochmal das Ganze raustrennen, beziehungsweise sauber abtrennen, als dass wir zu eng arbeiten und dann was Lebenswichtiges mit abschneiden. Gut, die beiden Teile haben wir jetzt rausgelöst. Und dann wird hier noch das Material entfernt. Was so ein bisschen über ist. Bei diesem Gestänge müssen wir mega aufpassen. Es hat hier nochmal so eine Engstelle an dem Punkt hier. Und ich kann mir vorstellen, dass es doch sehr anfällig ist für Abreißen. So, wir haben hier wieder eine Reihenfolge vorgegeben, wie was eingebaut werden soll. Erst einmal das kleine Gestänge ran,
Dann soll die große Stange an der Achse befestigt werden und dann soll die große Stange in diese kleine Stange eingefädelt werden. Und so machen wir das auch. So, das kleine Gestänge kommt hier in dieses Loch rein. Da ist auch ein Deckel drüber. Müssen wir nur mal gucken, dass das, wie es hier richtig passt. Das passt nämlich nur in einer Position. Wie ich das sehe, ne, ist rund. Das passt in vielen Positionen. Sehr gut. Immer aufpassen, hier so ein bisschen gegenüber liegen diese Pedale und die Hebel und Schalter, dass wir da, wenn wir gegendrücken, nichts abreißen. Gut, den haben wir dran und dann würden wir als nächstes das Gestänge mit diesem Ausleger hier, mit diesem Ärmchen hier befestigen an der Vorderachse auf der linken Seite. Okay, und jetzt muss ich dieses lange Gestänge in diese kurze Stange hier reinführen. Und wenn ich jetzt ein bisschen da so drehen muss, dann achte ich da natürlich drauf, dass ich nicht hier ganz hinten versuche zu drehen, weil dort haben wir einen möglichst langen Hebel. Und hier vorne haben wir diese Engstelle. Ich will ja diese Engstelle nicht abhebeln. Dementsprechend drehe und schiebe ich das Ganze hier über diesen kleinen Arm. So, und ich drehe es schon mal in die Richtung und würde dann dementsprechend alles so zurecht schieben, dass es übereinander kommt und nachher passt. Und es passt wunderbar. Ja, das sieht aus wie ein Lenkgestänge tatsächlich. Das könnte es tatsächlich sein. Sehr schön. Okay, haben wir jetzt schon Bauschritt 32 fertig. Das geht heute echt flott. Dementsprechend gucken wir uns jetzt mal hier den Schritt 33 an. Und da haben wir das Teil 79, 81 und 80. Und zwar aus dem Rahmen D die 79. Das ist dieses Teil hier. Das ist jetzt das zweite Teil, was wir aus dem Chromrahmen haben. Und das lösen wir schon mal raus. Mache ich wieder mit dem Skalpell. Außerdem haben wir die 80, die ist im Rahmen A verbaut. 80, gähnende Leere, wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Da. Und last but not least, das Lenkrad. Ein sehr wichtiges Teil. Was täten wir ohne Lenkräder? Alles, nur nicht fahren. Okay, das Lenkrad habe ich soweit an 3 von 4 Punkten gelöst. Der letzte Punkt ist ein bisschen dick. Dementsprechend gehe ich hier einmal mit der Zange ran und gucke, dass ich hier mit der Zange rauslöse. Ich halte ihn jetzt hier mal ein bisschen fest, damit er mir im
Zweifelsfall nicht wegfliegt, aber wäre auch nicht nötig gewesen. Okay, und jetzt machen wir erstmal hier das Material ab, was nicht mehr dran sein soll. Ah ja, und dann noch an dem Knauf, an diesem Drehknauf, ein bisschen Material entfernen. So, das haben wir. Oh ja, sehr schön, sehr sauber. Dann dieses Teil hier. Ich glaube, das wird, ja, da kommt das Lenkrad nämlich drauf. Das müsste hier die Lenkachse sein. Und, ach so, und das hier ist, glaube ich, das, ist das hier das Tacho? Ah, und da kommt auch noch ein Deckel drauf. Nämlich das Tacho ist das. Okay. Gut, dann stecke ich den jetzt erstmal hier drauf. Ah, er will nicht so ganz von alleine. Steht ganz schön unter Spannung. Das ist hier so eine Art Keil. Ah, und ich sehe schon, hier ist ein wenig Material in dieser Nut hier, in diesem Schlitz hier drin, wodurch das Stückchen wieder nach oben geschoben wird. Ich entferne das jetzt einfach mit dem Skalpellmesser und versuche es dann nochmal. Ja, schon. Ich glaube, das ist jetzt schon ganz anders. Also wirklich schön passt die Tacho-Einheit nicht. Die springt mir immer wieder ab. Wenn ich sie richtig draufdrücken will, springt die mir immer wieder ab. Das ist nicht so toll. Jetzt hält es aber einigermaßen. Wobei ne, springt immer wieder ab. Ich traue dem nicht. Okay, in dem Fall jetzt werde ich ein wenig Kleber auftragen. Muss man nicht, aber ich möchte einfach, dass es langlebig ist und dementsprechend besser hält. Also nutze ich die mir zur Verfügung stehenden Mittel und die sehen so aus, dass ich hier Kleber aufbringe. Ich kann natürlich auch den Kleber von Tamiya verwenden. Das muss jetzt nicht unbedingt von Revell sein. So, mit ein bisschen Kleber drauf hält das auch, weil der Kleber, der löst das Material so an. Dann wird das flexibler und dadurch springt es jetzt eben nicht mehr raus. Okay, dann mache ich jetzt noch hier die Tacho-Einheit fertig. Weil die würde ich nämlich als nächstes einmal drauf stecken. Da ist jetzt auch egal, da gibt es keine Einbaurichtung oder sowas, weil das bestimme ich nachher durch den Aufkleber, der da drauf kommt. Das sieht richtig gut aus. Und dann würde zum Schluss das Lenkrad drauf kommen. Bevor wir aber das Lenkrad drauf machen, widmen wir uns einmal der Tachoscheibe hier.
Und das ist das Deckel mit der Nummer 1. Das sind ja wasserlösliche Aufkleber. Darum mache ich jetzt hier ein bisschen Wasser drauf. Mehr muss das gar nicht sein. Ich muss jetzt hier nicht den ganzen Deckel voll machen. Hauptsache, das Ganze wird ein bisschen feucht jetzt. Das weicht jetzt erstmal ein. Und während das einweicht, können wir schon mal gucken, was passiert als nächstes. Im nächsten Schritt würden wir nämlich aus dem Rahmen D, das ist, wo haben wir den Rahmen D? Das ist A, D hier, die 38 raus, die 83 rauslösen und die 84. 83 ist hier, die 84 ist hier und würden das Ganze dann einmal mit Silber Metallic anstreichen. Hier oben kommt noch so ein schwarzer Punkt drauf. Und dann wird es eingebaut. Ich habe gerade noch gesehen, dass die Tachoscheibe ja auch hätte in Silber Metallic angestrichen werden sollen. Das holen wir doch mal eben nach. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht Bauschritte unter den Tisch fallen lassen, beziehungsweise gestalterische Schritte. Dementsprechend machen wir das doch eben. Ich rühre das Ganze einmal mit einem Zahnstocher jetzt um. Und hebt die Farbe auch so ein bisschen unter hier. Weil wenn die Farbe steht, dann setzen sich gewisse Teile ab, andere Teile schwimmen dann nach oben und dadurch haben wir dann ja keine homogene Farbe mehr, oder keine homogene Masse mehr. So, kein Tropfen verschwenden. Ich nehme hier einen etwas breiteren Pinsel, weil der kleine Pinsel, der hat hier schon die Biege gemacht. Der teilt sich hier so ein bisschen. Das ist höchst unkomfortabel. Und dann malen wir mal eben die Tachoscheibe hier an. Möglichst vorsichtig. Es dient ja letztendlich auch nur als so eine Art Grundierung, weil da kommt ja nachher dieser wunderschöne kleine Aufkleber drauf. Den Pinsel, den ich habe, das ist der beiliegende Pinsel. Nicht bei allen Revell-Modellen liegen Pinsel bei, aber bei diesen Einsteigermodellen dann doch schon mal. Okay, das haben wir. Ich lege den Pinsel und die Farbe mal eben so ein bisschen an die Seite. Und löse dann schon mal die Teile hier raus.
nämlich die 83 und die 84. Sehr gut. Und dann, oh, hier müssen wir gar nichts mehr sauber machen. Okay. Und auch hier sieht das soweit recht sauber aus. Schön. Dementsprechend, wir lassen jetzt die Taroscheibe noch eben ein paar Minütchen trocknen. Das geht eigentlich recht schnell bei der Farbe. Und würden dann schon mal hier diese Teile soweit anmalen. Also wir malen den ganzen Stab hier an, außer diesen Kopf hier und dieses Ende. Das wird nämlich schwarz gemacht nachher. Und dieser Kopf hier, der bleibt so chromfarben. Wenn die Farbe nicht sofort hier drauf haftet, dann muss man sich ein bisschen Geduld einräumen. Dann kann es nämlich sein, dass die Farbe einfach noch zu dünn ist und einfach 1-2 Minütchen braucht, um zu verdunsten oder ein bisschen einzudicken durch diesen Verdunstungsprozess. Und dann hält sie auch in der Regel besser und verzieht sich nicht direkt wieder. Ist halt eine sehr glatte Oberfläche. Alternativ kann man das natürlich auch einmal grundieren. Das mache ich sonst bei meinen Modellen. Ich grundiere in der Regel wichtige Oberflächen, beziehungsweise Oberflächen, wo ich schon davon ausgehen kann, dass Farbe nicht sonderlich gut halten wird. Okay. Den lege ich mal an die Seite und dann kommt er hier. Na. Und hier genau das gleiche Spiel einmal. Oh, das Teil ist echt glatt. Oh, das gefällt mir gut. So, ich lege den hier mal so ab, dass er möglichst wenig Fläche hier berührt irgendwo. Das sieht gut aus. So, das Ganze trocknet jetzt einmal an. Hier könnte ich jetzt schon mal diesen Pin hier unten noch silbermetallic machen. Ich glaube, das gibt ein stimmiges Bild ab. Das ist schön.
Und jetzt den anderen auch noch. Ja, ich muss mir echt mal so einen Halter holen. Ist dann doch wahrscheinlich ein bisschen komfortabler. Okay. Gut, das haben wir dann schon mal. Dementsprechend, ich mache das Silbermetallic schon mal zu. Und dann im nächsten Schritt, wir wollen ja lange was haben von unseren Materialien, machen wir einmal den Pinsel sauber. Da das ja Farben auf Wasserbasis sind, kann man die ganz einfach mit Wasser ausspülen. Ja, vielleicht kriegen wir mit ein bisschen Wasser auch den Pinsel hier wieder hin, die andere Seite. Ja, wobei, der trennt sich immer wieder auf. Vielleicht bleibt er jetzt so. Mal schauen. Gut. Das haben wir, während wir jetzt hier die Teile angemalt haben, hat sich auch unser Aufkleber hier schon gelöst. Dann nehmen wir jetzt einmal die andere Pinzette. Das hier ist die Tachoscheibe. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man auch die Skalierung sehen und dann dementsprechend die Tachoscheibe auch richtig herum aufbringen. Ich denke, dass es so rum richtig ist. Wir haben an dieser Tachoscheibe einen runden gelben Bereich, den würde ich jetzt oben hinkleben. Und einen, ja, so buntfarbigen Bereich, den würde ich jetzt nach unten machen, weil ich vermute, dass dann unten so die ganzen Anzeigen sind, wie warm der Motor ist und so weiter. Und oben dann dementsprechend die Geschwindigkeit angezeigt wird. Okay, das klebt sehr gut. Ich mache mal hier nochmal einen Tropfen Wasser dran, um das Ganze nochmal zu lösen, damit wir es besser bewegen können. Und jetzt kann ich es ganz einfach hier drauf verschieben. So, das sieht richtig gut aus. Hier benötige ich jetzt auch kein Decal Soft, was ich jetzt die letzten Male verwendet habe, weil wir haben hier eine frisch eingefärbte Oberfläche, die ist auch nicht allzu glatt und es legt sich hier richtig schön rein. Ich habe es jetzt so rum angebracht, wie gesagt, dass dieser bunte Bereich unten Richtung Lenkrad zeigt und dieser gelbe Kranz oben Richtung Motorhaube ausgerichtet ist. So, währenddessen hier diese beiden Teile noch ein bisschen trocknen, können wir schon mal das Lenkrad aufstecken. Und ich würde es jetzt einfach in einer beliebigen Position hier drauf bringen. Das wird einfach auf diese Achse hier drauf gesteckt. Und passt. Ich kann das Lenkrad jetzt so... Nee, ich drehe es jetzt nicht, weil ich diese Achse einfach nicht abscheren möchte. Aber es macht einen, wie ich finde, sehr guten Eindruck. Gefällt mir gut. Okay.
Was brauchen wir noch für den nächsten Bauschritt schon mal? Wir haben jetzt einerseits diese Gestänge fertig gemacht und wir brauchen noch dieses Teil hier, die 82. Und das sieht aus wie eine Anhängerkupplung, wenn ihr mich fragt. Wir wollen ja auch vielleicht mal einen Anhänger als Landwirt da dran bringen. Und diese Anhängerkupplung, die machen wir jetzt noch dran. Das ist das Teil 82 aus dem Gussrahmen E. Hier muss ich nicht mal nacharbeiten. Klasse. Wo kommt das dran? Ich habe hier zwei so Pinne hinten dran und die Gegenstücke habe ich hier. Dementsprechend passt es nur in dieser Position auf dieser Stelle. Ein bisschen drücken, aber das sieht gut aus. Gut, mit ein bisschen Druck. Ich habe hier vorne am Motor hier angefasst und dann ein bisschen gegengehalten und dann geht das auch sehr gut rein. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht irgendwie abrutscht und irgendwas abreißt. Das sieht aber gut aus. Okay. Und dann würden dort nämlich diese... Ach so, ich muss ja aussuchen, welches Gestänge ich hier nehme. Ich kann das große oder das kleine nehmen. Ich nehme das kleine Gestänge dafür. Kann das dann hier so reinstecken als Stift einfach. So. Sehr schön. Was würden wir im nächsten Bauschritt, beziehungsweise in der nächsten Folge uns angucken? In der nächsten Folge geht es tatsächlich dem Ende entgegen. Das war jetzt die vorletzte Folge. In der nächsten Folge kommt hier hinten noch so eine Konstruktion dran. Und wir werden die Motorhaube draufsetzen. Hier. Und dann dementsprechend noch ein bisschen Material hier anbringen, so ein bisschen Chromzeug, was wir hier haben. Und dann sind wir auch schon fertig. Wir können am Ende noch überlegen, ob wir die Motorhaube offen oder geschlossen stehen haben wollen. Das gucken wir uns aber beim nächsten Mal an. Ich freue mich, dass ihr mich wieder mal hier begleitet habt, dass ihr dabei wart. Freue mich natürlich auch aufs nächste Mal mit euch und bin gespannt, wie es dann jetzt dementsprechend weitergeht. Und ja, ich glaube, bisher war es ein sehr schönes Modell. Bis zum nächsten Mal. Ciao.